Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über unseren Freund Jon sprechen. Oh, Jon. Ja, ich kenne ihn. Was möchtest du über Jon sagen? Ich habe darüber nachgedacht, dass Jon ein Introvertierter ist. Ein Introvertierter? Was bedeutet das? Ein Introvertierter ist eine Person, die sich allein oder in kleinen Gruppen wohler fühlt. Sie mögen keine großen Menschenmengen oder laute Orte. Verstehe. Mir ist aufgefallen, dass Jon manchmal still und schüchtern ist. Ja, genau. Jon redet lieber mit ein oder zwei Freunden, anstatt mit vielen Menschen auf einmal. Das stimmt. Auf Partys steht Jon oft in einer Ecke und schaut sich um. Er tanzt nicht und spricht nicht mit vielen Leuten. Das habe ich auch gesehen. Jon spielt gerne Spiele mit einer kleinen Gruppe oder liest ein Buch für sich. Ich lese auch gerne Bücher, aber ich genieße es auch, mit vielen Freunden zu sprechen. Jon ist anders. Ja, Jon ist anders. Er mag ruhige und stille Orte. Oft geht er allein in den Park oder besucht ein kleines Café. Ich finde Jon sehr interessant. Auch wenn er still ist, hat er viele gute Ideen. Da stimme ich dir zu. Wenn ich mit Jon spreche, gibt er mir immer durchdachte Antworten. Er hört aufmerksam zu und spricht langsam. Zuhören ist wichtig. Ich habe das Gefühl, dass Introvertierte wie Jon wirklich nachdenken, bevor sie sprechen. Das ist wahr. Jon hat mir einmal gesagt, dass er Zeit allein braucht, um seine Energie aufzuladen. Nach einer großen Party fühlt er sich müde. Das kann ich verstehen. Manchmal fühle ich mich in einer überfüllten Umgebung auch ein wenig müde, aber nicht so sehr wie Jon. Ja, jeder Mensch ist anders. Ich finde es gut, dass Jon weiß, was er braucht. Ich stimme zu. Wir sollten Jons Persönlichkeit respektieren. Er ist freundlich und klug, auch wenn er still ist. Genau. Ich mag Jon so, wie er ist. Ich habe gelernt, dass es nicht schlecht ist, ein Introvertierter zu sein. Es ist einfach eine andere Art zu sein. Das habe ich auch gelernt. Introvertierte und Extrovertierte haben beide ihre Stärken. Ja, und beide Arten von Menschen können gute Freunde sein. Ich genieße unsere Gespräche und respektiere auch Jons Bedürfnis nach Ruhe. Ich auch. Ich denke, wir können alle voneinander lernen. Vielleicht können wir Jon nächste Woche zu einem kleinen Treffen einladen. Das ist eine gute Idee. Ein kleines Treffen wird Jon ein Gefühl von Sicherheit geben. Ich werde ein paar Freunde anrufen und sie fragen, ob sie kommen wollen. Wir können einige Brettspiele spielen und reden. Ich finde diesen Plan gut. Jon wird die Spiele und das freundliche Gespräch genießen. Ich freue mich, dass wir das gemeinsam planen können. Ich möchte, dass Jon sich einbezogen, aber nicht überwältigt fühlt. Ja, es ist wichtig, dass Jon sich sicher und entspannt fühlt. Ich werde Snacks und Getränke mitbringen. Super! Ich werde ein paar einfache Spiele und Musik vorbereiten. Sanfte Musik wird gut für Jon sein. Sanfte Musik ist perfekt. Ich denke, Jon wird eine ruhige und freundliche Atmosphäre mögen. Ich stimme zu. Ich freue mich darauf, Jon beim Treffen zu sehen. Es wird für ihn einfach und angenehm sein, dabei zu sein. Ich auch.
Ich glaube, dass selbst Introvertierte wie Jon soziale Veranstaltungen genießen können, wenn sie klein und freundlich sind. Ja, und ich denke, es ist wichtig, Jon sprechen zu lassen, wenn er möchte. Wir sollten ihm nicht zu viele Fragen auf einmal stellen. Das ist ein guter Punkt. Ich werde versuchen, Jon Zeit zu geben, um zu antworten und ihn nicht zu unterbrechen. Ich werde dasselbe tun. Ich möchte, dass Jon sich wohlfühlt und glücklich ist, wenn er mit uns spricht. Ich bin wirklich aufgeregt über unseren Plan. Ich hoffe, Jon wird kommen und eine gute Zeit haben. Ich bin auch aufgeregt. Es ist schön, einen unterhaltsamen Tag mit Freunden zu planen. Ich habe das Gefühl, dass unsere Freundschaft mit Jon stark ist. Auch wenn er still ist, ist er ein guter Freund. Ja, ich schätze meine Freundschaft mit Jon. Er ist loyal und hört immer zu. Ich stimme zu. Jon spricht vielleicht nicht viel, aber wenn er es tut, sind seine Worte bedeutungsvoll. Ich habe viele neue Ideen von Jon gelernt. Er bringt mich dazu, anders zu denken. Jon ist sehr klug. Ich frage ihn oft nach Büchern oder der Natur, und er hat großartige Antworten. Das mag ich an ihm. Ich denke, Introvertierte können sehr kreativ und nachdenklich sein. Ja, manchmal wünschte ich könnte mehr wie Jon sein. Er ist ruhig und entspannt. Ich verstehe. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich zu laut oder zu beschäftigt bin. Es ist schön, manchmal still zu sein. Mit Jon zusammen zu sein, lehrt mich, langsamer zu werden und die einfachen Dinge zu genießen. Ich fühle genauso. Ich versuche jetzt, jeden Tag ein wenig Zeit in Ruhe zu verbringen. Es tut mir gut. Ich möchte Jon sagen, dass wir ihn schätzen. Vielleicht können wir ihm eine nette Karte schreiben. Das ist eine wunderbare Idee. Eine Karte wird Jon zeigen, dass wir ihn so mögen, wie er ist. Ich werde eine kurze Nachricht schreiben, in der steht: Danke, dass du unser Freund bist. Du bist besonders. Ich helfe dir dabei. Wir können sie gemeinsam unterschreiben und Jon beim Treffen übergeben. Ich finde diesen Plan sehr gut. Es ist wichtig, unseren Freunden zu zeigen, dass sie wertgeschätzt werden. Ja, kleine Gesten wie eine Karte oder ein freundliches Wort können einen großen Unterschied machen. Ich bin froh, dass wir das planen. Es zeigt, dass wir uns um Jon und seine Gefühle kümmern. Ich fühle mich gut in Bezug auf unsere Freundschaft. Ich denke, wir lernen alle voneinander, egal ob wir Introvertierte oder Extrovertierte sind. Ich stimme zu. Unsere Unterschiede machen unsere Freundschaft stärker. Ich freue mich auf das Treffen und darauf, Zeit mit Jon zu verbringen. Ich auch. Ich glaube, es wird ein wunderbarer Tag. Ich werde unsere Freunde anrufen und sie einladen. Ich werde sie auch daran erinnern, das Treffen klein und freundlich zu halten. Das ist eine gute Idee. Ich möchte sicherstellen, dass Jon sich wohlfühlt. Ich werde ein paar ruhige Spiele und vielleicht einige Puzzles mitbringen. Jon mag Puzzles sehr. Puzzles sind großartig. Sie sind ruhig und machen Spaß. Ich werde ein Brettspiel mitbringen, das nicht zu laut ist. Perfekt. Wir können Spiele spielen, reden und die Snacks genießen. Ich bin mir sicher, dass Jon sich in einer kleinen Gruppe glücklich fühlen wird. Ja, kleine Gruppen sind für Introvertierte am besten. Sie können sich entspannen und sie selbst sein. Ich freue mich darauf, Jon lächeln zu sehen und am Spaß teilzunehmen. Es wird ein schöner Tag für uns alle. Ich stimme zu. Ich glaube, dass wir mit ein wenig Planung das Treffen für Jon ganz besonders machen können. Das denke ich auch. Ich bin dankbar, dass wir Freunde sind und dass wir die Gefühle des anderen verstehen. Ich auch, Tom. Unsere Freundschaft macht mich warm und glücklich.
Ich werde dich später anrufen, um die Zeit und den Ort des Treffens zu bestätigen. Ja, bitte tu das. Ich möchte sicherstellen, dass alles bereit ist. Ich werde auch mit unseren Freunden über die Snacks und Spiele sprechen. Das ist ein guter Plan. Gemeinsam können wir dieses Treffen zu einem unterhaltsamen und freundlichen Ereignis machen. Ich freue mich darauf. Ich habe das Gefühl, dass Jon unsere Bemühungen, ihn einzubeziehen, zu schätzen wissen wird. Das hoffe ich. Ich möchte, dass Jon weiß, dass er ein geschätzter Freund ist, auch wenn er still ist. Ja, jeder Freund ist auf seine eigene Weise besonders. Ich bin froh, dass ich das mit dir planen kann, Alice. Danke, Tom. Ich bin froh, dass wir über unsere Gefühle und unsere Freunde sprechen können. Das macht unsere Freundschaft stärker. Ich stimme zu. Über Jon zu sprechen hilft mir, ihn besser zu verstehen. Ich lerne mehr über Introvertierte und ihre Bedürfnisse. Ja, ich habe gelernt, dass Introvertierte nicht schüchtern sind, weil sie schwach sind. Sie sind auf ihre eigene Weise stark. Sie denken sorgfältig nach und haben oft tiefgründige Ideen. Das ist sehr wahr. Ich bewundere Jon für seine Gelassenheit und seine Fähigkeit zuzuhören. Ich möchte manchmal mehr so sein. Ich denke, wir können alle voneinander lernen. Ich versuche geduldiger zu sein und mehr zuzuhören. Ich versuche, mir meiner Energie bewusster zu sein. Manchmal rede ich zu viel und ich muss daran denken, dass ruhige Zeiten wichtig sind. Ja, das Gleichgewicht ist entscheidend. Wir brauchen sowohl ruhige Zeiten als auch soziale Zeiten, um glücklich zu sein. Ich bin aufgeregt wegen des Treffens. Ich weiß, dass es eine gute Gelegenheit für Jon sein wird, sich zu entspannen und Zeit mit Freunden zu genießen. Ich fühle genauso. Es wird ein wunderbarer Tag. Lass uns planen, uns nächsten Samstag um 15 Uhr bei mir zu treffen. Ich werde unsere Freunde anrufen und ihnen die Zeit mitteilen. Das ist eine gute Idee. Ich werde das Brettspiel und etwas sanfte Musik mitbringen. Ich werde auch das Puzzle und die Karte für Jon mitbringen. Perfekt. Ich denke, wir haben einen großartigen Plan. Ich freue mich sehr, dass wir zusammenarbeiten, um dieses Treffen besonders zu machen. Ich auch, Alice. Ich habe das Gefühl, dass unsere Freundschaft stärker wird, wenn wir uns gegenseitig und unseren Freunden helfen. Ich stimme zu. Ich werde dich später anrufen, um alles zu bestätigen. Ja, bitte tu das. Ich freue mich auf einen unterhaltsamen und freundlichen Tag mit Jon und unseren anderen Freunden. Danke, dass du mit mir über Jon gesprochen hast, Tom. Es ist schön, unsere Gedanken zu teilen. Danke, Alice. Ich genieße unsere Gespräche. Sie helfen mir zu lernen und zu wachsen. Ich sehe dich nächsten Samstag bei mir. Ja, bis dann. Hab einen schönen Tag, Tom. Hab einen schönen Tag, Alice. Tschüss für jetzt. Tschüss. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.